Der letzte Schuss vom Elefanten. Lecker. Das wird jetzt noch der Himmel und dann kommt der Rand und dann habe ich es geschafft. Ich werde euch den fertigen Elefanten aber erstmal nur auf dem Webstuhl zeigen können, weil ich ihn noch nicht rausschneide. Es geht immer so viel Kette verloren, wenn ich ein Bild rausschneide. Deswegen werde ich gleich noch im Anschluss was Neues weben. Und zwar diese Elstern. Die mache ich in der Größe, wie ihr sie unten seht. Da sind schon die Vorlagen. Und die werde ich nebeneinander weben. So kann ich 2 Bilder gleichzeitig machen. Hier ist schon die Vorlage. Und wie so oft sind mir die Farben ausgegangen, weil ich zu viele Flächen habe, unterschiedliche mit unterschiedlichen Farben. Aber ich erweitere die, indem ich einfach manche Farben nur so Striche mache. Das kann ich nachher trotzdem sehr gut erkennen. Und habe so meine Farbkarte etwas erweitert. Hier ist die Farbkarte, die fertigen Vorlagen und so kann es jetzt dann auch schon starten. Es startet wie immer dann in der Werkstatt mit dem Ausmustern der Farben. Ich habe die Farbkarte, ich habe die Vorlage, ich habe den Entwurf und natürlich werden die Farben nach den Farben vom Entwurf jetzt zusammengesucht. Um zu sehen, ob die Idee für eine Farbmischung zu einer Farbe passt, wickle ich die Mischung mehrmals um den Finger direkt nebeneinander, dass ich so eine kleine Farbfläche habe und das vergleiche ich dann mit dem Entwurf. Bin ich damit erstmal zufrieden, mache ich da so ein Mini-Puschel draus und das wird verwebt, um zu sehen, wie es dann im Gewebe aussieht, die Farbe. Und das dauert jetzt natürlich umso länger, je mehr Farben ich habe, die ich ausmustern muss.
Diese Mini-Puschels nehme ich alle mit zum Webstuhl. Und dort werden sie in kleinen, so circa 2 bis 3 cm breiten Quadraten gewebt, um zu sehen, wie die Farbe, die ich mir vorstelle, dann tatsächlich im Gewebe auch aussieht. Im Grunde webe ich keine Quadrate, sondern nur so ein paar Schuss von jeder Farbe. Dann kann man schon ganz gut erkennen. Und erst wenn eine Farbe dann auch im Gewebe so aussieht, wie ich mir das vorstelle, findet diese Farbe oder diese Farbmischung ihren Platz auf der Farbkarte. Dann kann es losgehen, dass ich die Puschel mache, die ich zum Weben brauche. Ich mache mir da immer so einen Vorrat und während des Webens wird dieser Vorrat immer wieder mal aufgefüllt. Heute habe ich den Rand jetzt beendet für 2 neue Bilder, die ich jetzt endlich starten kann. Nach einigen Vorbereitungen, die ich euch ja schon gezeigt hatte jetzt. Und jetzt kann ich starten damit, dass ich die Vorlagen hinter die Kette hefte, an den schon vorhandenen Rand. Da ich rechts und links und natürlich dann auch in der Mitte einen Rand brauche, um später das Bild an die Keilrahmen zu heften, muss ich das genau ausmessen, dass die Ränder überall gleich sind. Und dann kann jetzt tatsächlich der erste Schuss der neuen Bilder starten. Immer ein schöner Moment. Wer nicht weiß, wozu ich diese 2 Stäbe brauche,
der kann sich meine anderen Videos angucken, da erkläre ich ganz genau meine Technik. Das ist die Beidermann-Technik und ich brauche 2 Stäbe, um die Muster auszulesen. Der Anfang ist gemacht. Jetzt können die beiden Elstern starten und ja, bei den Fortschritten nehme ich euch dann mit. Das wird allerdings wieder natürlich einige Zeit dauern. Am ersten Tag habe ich immerhin schon die Füße geschafft. Was schon mal ein schöner Anfang ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.